Hallo meine Lieben, heute geht es mal wieder ums Thema Lasern und da habe ich doch einiges an Fragen bekommen, wenn es darum geht, wo ich mein Element platzieren muss, von der Höhe her, aber auch wie ich das Ganze ausrichten kann, und genau darum geht es in diesem Video. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Für diejenigen, die schon länger auf meinem Kanal mit dabei sind und regelmäßig gucken, erinnern sich vielleicht, ich hatte mal an einem Wochenende gesagt, ich habe euch erst am Montag ein Video, weil ich 2 Videos aufgenommen habe und eines davon oder beide eigentlich nicht brauchbar waren, und das erste, dass es so in die Hose gegangen ist, dass ich euch das nicht zeigen konnte. Das war genau dieses hier, und zwar hatte ich versucht, ein Holzbrett zu lasern. Ja, also ihr seht, bei mir funktioniert definitiv auch nicht alles. Ich habe daraus natürlich gelernt, ich weiß, was ich falsch gemacht habe und dachte mir, das passt eigentlich, wenn ich euch das gleich zeige. Das Holzbrett, was ich heute verwende, ist von Xtool selber. Ich habe aber gesehen im Shop, dass es im Moment gar nicht verfügbar ist, aber da könnt ihr auch andere Holzbretter verwenden natürlich. Ich habe hier die Angaben dazu für das Holzbrett, wie das gelasert werden soll. Komme ich auch gleich noch dazu. Die Thematik hierbei ist, dass diese Höhe 1,8 cm ist. Und wenn wir uns die Angaben angucken vom Laser selber, dann steht hier Arbeitshöhe 1,6 cm. Das heißt, wenn ihr den normalen Aufbau habt vom Laser, könnt ihr maximal in eine Höhe von 1,6 cm gehen. Ich habe aber hier noch den Aufbau, und ich weiß, dass das nicht für alle erhältlich ist in allen Ländern, aber da ich die Frage bekommen habe, zeige ich euch das einfach mal. Was wir hier zusätzlich haben, ist eben nicht nur, dass wir 1,6 cm in die Höhe gehen können, sondern auch 1,9 cm runter gehen können, also 16 mm hoch, 19 mm runter. Weil der Laser hat ja quasi so eine Form, dass er das Licht quasi zuerst breit ist, dann sich konzentriert, da lasert er am besten, und dann verteilt es sich wieder, wenn das Element zu tief liegt. Und dieser Teil, wo sich die Laserstrahlen am besten treffen, ist eben in diesem Bereich, den ich euch gesagt habe, 1,6 cm hoch, 1,9 cm runter. Das heißt, wenn wir hier die Razor Base haben oder diese Erhöhung, können wir auch weiter runter gehen. Jetzt habe ich versucht, eben dieses Brett hier zu lasern. Oben ging nicht, weil 1,8 cm nach oben hat nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, das Wabengitter 1 runter zu machen und habe da versucht zu lasern. Das ging dann aber auch nicht, weil eben dieser Punkt, das war viel zu weit unten. Das heißt, wenn ihr etwas reinmacht, egal wo ihr das Gitter reinmacht, sollte die Oberfläche, die ihr lasern wollt, da abschließen, wo normalerweise eure Platte liegt. Also hier auf diesem, hier drauf liegt ja normalerweise die Platte, und damit sollte es abschließen. Jetzt habe ich ein Brett, das ist oben zu hoch, bei der nächst unteren Rille ist es zu tief, und was ich dann mache, ich mache ganz einfach eine Kartonbox auf das Wabengitter unter das Brett. Das heißt, zwischen Brett und Wabengitter habe ich eine Kartonbox, die genug hoch ist, damit ich dann mit der Brettoberfläche schön eben mit dieser Ebene abschließe. Ne? Das heißt, egal wie hoch euer Element ist, guckt einfach, dass die Oberfläche, die ihr lasern wollt, mit dieser Ebene abschließt. Und eben, wenn ihr die Wabenerhöhung nicht habt, dann könnt ihr maximal Sachen lasern, die 1,6 cm hoch sind. Dann müsstet ihr halt einfach ein dünneres Brett haben. Aufgrund meines Fehlversuches hier auch der Tipp: Nehmt zum mal kennenlernen von eurem Laser und das mal auszuprobieren nicht das teuerste. Ne? Also hier war es ein bisschen schade, weil ich das jetzt opfern musste. Ich hätte besser mit einem anderen Holzbrett angefangen, aber naja, ich habe das Beste draus gemacht und habe gleich die
mein Testraster drauf gemacht, weil das hatte ich euch ja auch schon in einem Video gezeigt, wie ich Testraster mache. Und hier bei den Angaben von Xtool ist es für den 10 Watt Laser M1 50% Power und 50 mm pro Sekunde beim Speed, ein Pass. Da ich aber das Wabengitter habe, plus zusätzlich oben noch den Air Assist, war das bei mir schon zu hoch. Also ich bin noch nicht mal auf 50 hoch. Das war 50-50, so wie es angegeben ist. Es ist massiv zu hoch. Also ich kann hier wirklich reingehen. Das hat echt super fest ins Holz reingelasert. Und was ich gemerkt habe bei mir jetzt, so wie ich das Ganze aufgesetzt habe, reicht für mich, wenn ich so drüber fahre und merke, wie tief es runtergelasert hat, wirklich Speed 70, Power 40, reicht für mich absolut völlig. Eventuell, gehen wir auf 65, dann habe ich wirklich ein schönes dunkles Bild. Das heißt, ich werde mein Brett lasern bei 65 Speed und Power 40. Und das müsst ihr natürlich dann für die verschiedenen Arten von Holzhessen, die ihr da verwendet. Bei mir war das hier ein Beechwood und ja, so eben mit den Einstellungen funktioniert das. Jetzt gehen wir noch kurz auf den PC rüber, damit ich euch noch ein bisschen mehr zeigen kann. Ich habe mir hier schon eine Datei ausgesucht, die ist von Creative Fabrica. Da hatte ich euch auch schon ein Video dazu gemacht und was ich gemacht habe, ich bin einfach auf die Plotter-Dateien und dann haben wir hier Sprichwörter oder Stichwörter, nicht Sprichwörter, Stichwörter wollte ich sagen. Dann habe ich hier, weil es ja ein Küchenbrett ist oder ein Schneidebrett, habe ich Küche genommen. Wo haben wir es? Küche, hier. Und dann bin ich durch die ganzen Sachen durch und habe mir das ausgesucht, was mir gefällt. Und da kam auch sehr schnell schon hier dieses. Das heißt, if you want breakfast in bed, go sleep in the kitchen. Ne? Also wenn du Frühstück am Bett willst, dann schlaf in der Küche. Ich fand den Spruch so cool und auch das Gesamtbild. Das habe ich dann heruntergeladen und da müsst ihr einfach darauf achten, wenn ihr das herunterladet. Und in eurem Download-Folder habt ihr ein ZIP-File, also einen Ordner, der die Endung hat ZIP. Das kann der Laser nicht lesen oder das Laserprogramm nicht lesen, auch die Plotterprogramme nicht, sondern den müsst ihr zuerst öffnen. Bei mir auf dem Mac kann ich da einfach draufklicken und dann wird ein normaler Ordner erstellt. Und darin habt ihr dann eine SVG-Datei und die könnt ihr dann importieren. Das heißt, ich bin hier einfach Datei, habe gesagt, importiere Bild und bin dann auf die Downloads und da habe ich eben zuerst was diese ZIP-Folder und geöffnet habe ich dann eine SVG, ein PNG, EPS und DXF-File. Da habe ich ganz einfach das SVG-File genommen. Ich gehe jetzt hier auf Abbrechen, weil ich habe es ja schon. Und dann habe ich mir die Größe angeguckt von meinem Brett und ich habe gemerkt, das passt für mich am besten, wenn ich maximal auf eine Breite von 15 cm gehe, dann lande ich hier bei 18 cm und das passt wunderbar auf mein Brett. So, jetzt habe ich noch was anderes, was ich euch zeigen wollte, nämlich, es gab ein paar Neuerungen, aber die sage ich euch gleich fortlaufend. Was ich euch hier sagen wollte, wenn ihr Laser flach habt, das heißt, wenn ihr das Brett drin habt oder das normale Bett drin habt, dann ist es ja Laser flach. Und was er da misst, wenn ihr die Automessung macht, ist, dass er da die Dicke von eurem Material misst. Dann könnt ihr immer noch sagen, habt ihr die Prismen oder nicht. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich habe eine offene Bodenplatte, was ich ja habe, weil ich die Erhöhung habe und das Wabengitter runtergemacht habe, dann ändert sich das Ganze hier und dann steht hier Abstand. Das heißt, dann misst er bei der Automessung nicht mehr die Höhe von eurem Element, sondern es misst den Abstand. Ich mache das nachher, weil mein Thema ist so ein bisschen, dass also der Laser ist per se nicht laut, aber mein Mikrofon übernimmt das extrem und ja, der Ton wird dann im Video extrem unangenehm und deshalb erkläre ich es euch einfach kurz in der Trockenübung und ihr seht dann nachher gleich, was alles passiert.
Ich drehe das Ganze hier so ein bisschen, weil die zweite Frage war auch, kurz gucken, dass das schön im Winkel ist. Ja, die Frage ist auch, wo platziere ich das? Weil wenn ich jetzt das Bild holen würde vom Laser, dann verzieht sich das so ein bisschen, weil die Kamera irgendwo hier hinten ist und ich habe so diesen Fischauge-Effekt. Und was ich deshalb mache, und da ist auch die eine Erneuerung, die es hat, super. Das heißt, ich platziere es in der Mitte und dann gibt es hier neu Rahmenfahren, was super ist, weil vorher musste ich immer zuerst bearbeiten, dann raus und dann kam erst das Rahmenabfahren. Das heißt, hier mache ich das jeweils so, dass ich das Brett reinlege, dann mache ich die automatische Messung und mache natürlich meine Angaben. Hier ändere ich jetzt das Ganze von der Geschwindigkeit, die Leistung in Prozent. Moment, da habe ich gesagt, nehmen wir 40. Das ist eine. Und bei der Geschwindigkeit habe ich gesagt 65. Durchgang eine, Linien 100 lasse ich so. Das heißt, das sind dann die Einstellungen, die ich so machen werde. Und jetzt gehe ich dann hin und ihr seht hier auch schon ein bisschen die Box. Werdet es nachher im Video auch sehen. Ich habe eben diese Kartonbox. Das Wabengitter ist 1 unter der normalen Höhe. Dann die Box und dann das Brett drauf in der länglichen Orientierung. Das heißt, da wo man das Brett haltet, wird hier auf der linken Seite sein. Das mache ich hier einfach mal in die Mitte von meinem Arbeitsplatz. Und dann fahre ich das Ganze ab, um zu gucken, wo das zu landen kommt. Und erst wenn ich wirklich zufrieden bin, wo das liegt, erst dann gehe ich hin und sage, bearbeiten und lege los mit dem Laser. Wie gesagt, ich habe den Air Assist eingeschaltet. Ich mache die Lüftung immer auf 100% hoch. Und ich trage persönlich auch eine Laserbrille, weil ich mich damit auch sicherer fühle. So, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir machen das jetzt alles und ich komme dann zurück, wenn ich euch das Ergebnis zeigen kann. It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt of a life in a big town. Skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you. Das hat jetzt durchaus eine Weile gedauert, aber ich finde das Ergebnis so dermaßen cool. Wenn du Frühstück im Bett willst, geh und schlaf in der Küche.
Wenn ihr euch die Details von der Gabel zum Beispiel anguckt. Im Vergleich zur Größe von meinen Fingern. Ne? Also ich finde das schon Hammer. Es ist jetzt relativ tief drin. Dadurch bleibt das garantiert ganz lang erhalten. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das am besten zeige. Vielleicht sieht man es so ein bisschen. Und das ist relativ tief drin. Aber ich finde den Effekt Hammer. Ich muss ganz ehrlich sein, ich werde das auch nicht verschenken, sondern das kommt bei mir in die Küche. Ich finde das so dermaßen cool. Und eben, ne, je nachdem, was ihr da für Einstellungen nehmt, ihr könnt da auch noch ganz andere Einstellungen ausprobieren. Ne, zum Beispiel die Schrift, da hatte ich vergessen, die anzupassen. Und da habe ich die gleichen Werte genommen, wie ich das Kirschholz gelasert hatte beim letzten Laservideo, war das, glaube ich, wo ich das gemacht hatte. Spürt man überhaupt nicht, ist wirklich nicht tief, ist halt einfach aber auch schneller gelasert. Also je nachdem, was ihr hier gerne für einen Effekt haben wollt. Und ihr müsst ja sowieso dann mit dem Brett ausprobieren, was ihr habt. Weil ich sehe schon hier, das ist ein geklebtes Brett. Das heißt, das sind, hier ist ein Stück Holz, hier ist ein Stück Holz, hier ist ein Stück Holz und das ist das Restholz. Das heißt, ich habe 4 Stücke Holz, die zusammengeklebt sind. Und man sieht ja zum Beispiel auch hier, habe ich ein unterschiedliches Ergebnis, weil das ein bisschen ein stärkeres Holz ist als das hier. Müsste eigentlich dasselbe sein, aber man sieht hier durchaus einen Unterschied, gerade weil ich eine ganze Fläche gelasert habe. Aber das war das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich eben, wie ihr ein Holzbrett lasern könnt oder im Allgemeinen, wie ihr was lasern könnt, was über die 1,6 cm geht, wenn ihr eben das dann eine Stufe weiter unten reinlegt und darauf achtet, dass ihr aber trotzdem circa auf der Höhe von der normalen Höhe, wo ihr die Metallplatte im Original drin habt, dass ihr da nicht höher als 1,6 hoch und 1,9 cm runter geht, dann bekommt ihr hier wirklich ein super Ergebnis und nicht sowas, was ich probiert hatte. Ne? Ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr Lust habt, das selber auch auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!